besser wisst wie ich, hatte die WAU am 1. Oktober 2020 20-jährigen Geburtstag. Jetzt bin ich ja das jüngste Küken hier in den Reihen. Also ich habe die letzten 3 Jahre nur mitkriegen dürfen. Wer war eigentlich der Erste, der in dem Unternehmen angefangen hat? Wissen wir das noch? Ja, ich glaube, das wissen wir. Das war unser weißhaariger Qualitätsmanager. Frankie, du? Ich denke, so hat alles angefangen. Also zumindest mal der erste offizielle Arbeitsvertrag. Also es waren dann noch mehr im Team, im ersten Team. Die sind aber alle natürlich von Wirth gekommen, von der AWKG oder eben von Wirth Norwegen. Der Tommy Nielsen war dort dabei von Wirth Norwegen, der Erik Müller und der Leslie Reuter damals, die sind von der AWKG dazugekommen. Und du? Ich bin der erste Externe gewesen, der quasi außerhalb vom Wirth-Konzern dementsprechend. Zu der Zeit war das natürlich noch ein Projekt. Das hatte noch gar keine. Natürlich haben wir die GmbH schon gegründet gehabt, aber es war ja noch ein Projekt. Man hat noch gar nicht gewusst, wo das dann nachher endet. Und von wem hast du den Arbeitsvertrag, wenn es das erste Projekt war? Das war auch von Norwegen, vom Sven Oftedal. Von Wirth Norwegen? Von Wirth Norwegen. Tatsächlich? Genau, Sven Oftedal war das damals. Also das war ja sehr stark geprägt von Wirth Norwegen, weil die natürlich sehr viel Erfahrung schon gehabt haben mit dem ganzen Thema Werkstattausstattung, auch mit der Diagnose und so weiter. Und deswegen ist das natürlich, waren die auch mitten bei der Gründung mit dabei. Okay, und wer kam dann? Also dann wart ihr und wann ist denn die WAU dann gegründet worden? So verstehe ich das, das war am Anfang noch ein Projekt und also, dann ab 1. Oktober. Es gab natürlich schon im Laufe 2000 gab es schon Besprechungen, immer wieder Konferenzen, Besprechungen, wo man das ganze Thema WAU, Diagnose, technische Daten besprochen hat und dann aus sich gewisse Fahrplan gelegt hat quasi. Die WAU wurde dann am 1. Oktober gegründet. Meinen Arbeitsvertrag habe ich dann am 1. November bekommen. Das war Sven Oftedal, da haben wir ein Meeting gehabt in München und dort wurde ich dann quasi eingestellt, offiziell mit Arbeitsvertrag. Ja. Gut. Und da gibt es auch diesen berühmten Arbeitsvertrag noch auf Wirth Norwegen, Briefkopf quasi. Ne? Also ich habe den tatsächlich noch daheim. Ne? Also. So, und Geschäftsführung, wie war das dann? Wer hat die übernommen? Geschäftsführung war operativ der Peter Zürn und der Sven Oftedal war auch mit als Geschäftsführer mit eingetragen. Ah, okay, gar nicht der Mario? Der Mario Weiß ist im Mai 2001 dann zu uns gestoßen. Okay, aber der hat dann die Geschäftsführung übernommen. Der war dann auch. Ich meine, eigentlich müsste Mario auch da sein, gell? Ich meine, der hat ja seitdem her eine sensationelle Karriere gemacht, das muss man wirklich sagen. Und ist ja jetzt unser aller Chef. Auch geil, ja, mit ihm zu arbeiten, Gott sei Dank, ja, mit ihm zu arbeiten. Er versteht ja das Geschäft von der Pike her. Ja, finde ich interessant. Und wer kam dann? Also wer kam denn aus dem Team dann als nächstes? Ja, aus dem Team bin wahrscheinlich ich dann. Ja, das stimmt. Ja, ich bin der Nächste. Und wer hat dich eingestellt? Ja, eingestellt hat mich der Mario. Ich war damals schon 8 Jahre im Wirth-Konzern. Ich habe zu der Zeit in der Schweiz gearbeitet und bin über einen Kontakt, über einen Freund, über den Jürgen Weidner auf die Stelle aufmerksam worden. Weil es dann geheißen hat, die WAU ist so von dem Projektstatus ein bisschen in den Unternehmensstatus gekommen. Ne? Und da war dann die Ansage, die brauchen jetzt einen Kaufmann, der so ein bisschen die Finanzen ein bisschen zusammenhält. Damals war alles noch viel im Entwicklungsstadium, vor allem die Software, da hat man große Investitionen getätigt. Und Anfang 2003 bin ich dann dazu gestoßen über Mario, oder der Mario hat mich dann schlussendlich eingestellt. Ne? Okay. Also warst so die ersten Mitarbeiter, die der Mario dann eingestellt hat? Ja, wahrscheinlich. Ne? Ich sage immer, ich war der 5. Mitarbeiter, das stimmt auch nicht ganz, ne? Weil in anderen Teilen des Konzerns, also bei der AWKG vorne war der Vertrieb Innendienst war schon da, Conny Räse war schon da, Bruno Blasic. Bei der Pro Digital damals wurde unsere Software programmiert, da war Danny, Roberto waren schon da. Ne? Also, aber das war die waren noch extern zu dem Zeitpunkt? Nee, das war Wirth-Konzern. Ach, das war schon Wirth-Konzern, aber in der Folgejahre hat sich das dann zum Unternehmen zusammengefügt. Okay. Also ein paar Monate nachdem ich gestartet bin, ist der Vertrieb Deutschland
rüber gewechselt, dann ist der Vertrieb Innendienst rüber gewechselt und ein Jahr später sind dann auch alle Entwickler zur Wahl gekommen. Gut. Ja. Und wer kam dann? Haben wir noch zwei? Wer kam dann? Micha, du oder? Hast du Micha? Bin wahrscheinlich ich gekommen, genau. Das war ganz lustig. Wir kannten uns von der Ausbildung, wir haben zusammen Ausbildung angefangen. Bei Wirth? Bei Wirth, ja. Genau. Bloß Frank war Schnellere. Nicht der Bachelor und ich war der kleine Arbeiter. Er war der Bachelor. Sehr gut. Und ja genau, da kam der Kontakt irgendwie zustande und Frank rief mich dann im Urlaub auf Mallorca an, ob ich gerade mal Zeit hätte, vorbeizukommen zum Vorstellungsgespräch. Das ging dann natürlich nicht, aber 2 Tage später direkt gelandet, heimgezogen zur Bau, Vorstellungsgespräch. Cool, so. Dann warst du im Team. Und so ungefähr war ich im Team, genau. Ganz lustig war noch, ich arbeitete bei einer anderen Tochterfirma davor, für die Peter Zürn auch verantwortlich war. Und ich gehe aus dem Vorstellungsgespräch raus und der Peter Zürn steht im Flur und meint dann, was machen Sie denn hier? Ich so, wir haben uns hier über Fußball Ehrlich? Ja, die Wahrheit ist natürlich schon raus, aber das war okay. So. Okay, Genau. Sehr gut, sehr gut. Und dann kamst du, wann hast du angefangen, Markus? 2007 im März war das. 2007 Ja. Und wer hat dich eingestellt? Ja, das waren damals der Mario Weiß natürlich und der Frank Schäfer. Und, Der Frankie. ja, er hat es verbockt. Hat auch eine schöne Historie. Habt ihr euch gekannt? Wir kennen uns wesentlich länger, als es die Wow gibt. Und Irgendwann schon eine Vorgeschichte. So ist es. Und Frank rief an, weil die Wow damals das Thema Werkstattausrüstung angefangen hat, sich mit dem Thema auseinandersetzen wollte. Und Frank rief mich an und sagte, komm nach Kinzelsau, wir machen was mit Bühnen, komm mal zu uns. Und ich bin hierher gekommen, habe noch keine Ahnung gehabt, dass ich mich vorstelle. Habe dann Mario und Frank kennengelernt, ein tolles Gespräch mit den beiden Kollegen geführt. Immer noch keine Ahnung gehabt, dass es ein Vorstellungsgespräch sein könnte. Und in der Folge war Mario dann einfach so überzeugend und so auch faszinierend in seiner Vision, dass ich gesagt habe, irgendwie muss ich im Unternehmen arbeiten. Ja, und das war 2007. Das Projekt Werkstattausrüstung ist dann 2012 zu Ende gegangen und seitdem durfte ich so viele interessante Aufgaben mit übernehmen, dass ich den Schritt eigentlich nie bereut habe. Sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt fällt noch einer in der Runde, Frankie. Ja. Du sagst, du bist der Jüngste. Ja. Wenn man es genau nimmt, ist das ganz jung, aber wenn man es ein bisschen größer sieht, bist du schon eine ganze Weile in dem Geschäft, in dem wir uns tummeln. Ja gut, auch ich habe das Glück gehabt, dass der Mario irgendwann zu mir gekommen ist, 2010. Und ihr wart ja damals mit eurem Truck-Diagnose CIS, Cargo-Informationssystem, auf dem Markt. Und er kam und sagt, Mensch, ich war damals Divisionsleiter Cargo bei der AWKG und er sagt, das Thema könnten wir größer machen. Er hätte einen Partner an der Hand, ob ich da mal mitgehen könnte. Und so hat sich das entwickelt und hatte dann Glück, unter ihm dann 2010 die Wapco Wirth aufzubauen. Also er war quasi im Steering-Komitee mit Wapco zusammen. Ich war der Geschäftsführer und ja, bei der WOW bin ich jetzt im Grunde seit 2017, das muss ich schon sagen. Und wenn ich das jetzt Revue passieren lasse, die 3 Jahre mit 10 Jahren Wapco Wirth, dann hat sich in 3 Jahren, wow, in den letzten 3 Jahren so viel getan, das könnte ich quasi in 10 Jahre Wapco Wirth reinpacken. Also das ist schon gewaltig, was wir da gedreht haben, das möchte ich schon sagen. Und ich bereue es bis heute noch nicht, in dem Team mitspielen zu dürfen, das muss ich wirklich sagen.